Große Freude bei Hotelgästen in ganz Deutschland. Mario Barth deckt wieder auf. Nee, doch. Zeit für uns aufzudecken, mit welchen Tricks der investigative Hobbyhumorist arbeitet. Verkürzen, zurechtbiegen und manipulieren. Mario Barth deckt auf ist ein Prachtexemplar an billigem Populismus. Und bringt uns zu der steilen These, ist Mario Barth der deutsche Donald Trump? Nur halt nicht in Orange, sondern in einer anderen Farbe. Seit letzter Woche geht's bei RTL wieder gegen die da oben. Mario Barth zeigt die verrücktesten Steuerverschwendungen. Oh, Entschuldigung, hab ich gerade auf die Kamera gerotzt? Vor Geilheit? Weil ich mich so freue, dass ich hier bin? Entschuldigt bitte. Doch es sind nicht nur abgenudelte Skandale wie der BER oder Einträge aus dem jährlichen Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes. Nein, Super Mario kämpft für alle mit Klopömpel. Hallo lieber Mario, unsere Schule, wir haben ein großes Problem und zwar unsere Klos funktionieren nicht. Es wäre super, wenn du uns helfen könntest. Dankeschön. Dann scheiß halt in den Kopierer. Haben wir auch immer gemacht. Land auf, Land ab entdecken die knallhart recherchierenden Investigativjournalisten aus der RTL-Verwertungskette, aka Let's Dance, skandalöse Steuerverschwendungen. Schlimm. Um die Verschwendungen möglichst plakativ darzustellen, wird Geld gabelstaplerweise im Klo runtergespült oder gehäckselt. Der Gesichtsausdruck von Anwalt Christopher Posch hier spricht übrigens Bände. Vor allem, wenn wir uns mal anschauen, mit welchen Tricks Super Mario Barth und seine Gang arbeiten. Ganz wie eine Gruppe kleiner deutscher Hobby-Trumps. Erste wichtige Regel für den Populisten, es geht gegen die da oben. Alle inkompetent außer mir. We're going to drain the swamp of corruption in Washington, D.C. Auch Mario Barth kämpft gegen die Eliten, beziehungsweise klagt sie an. Warum gibt's keine Verantwortlichen dafür? Ja, vielleicht weil ein Redakteur sie dir nicht recherchiert hat. Nächste Regel, komplexe Sachverhalte vereinfachen. Trump hat vor der Wahl die Mammutaufgabe einer Gesundheitsreform heruntergespielt. Everybody's going to be taken care of, much better than they're taken care of now. Und auch bei Mario Barth deckt auf wird vereinfacht und Störendes einfach weggelassen. Ganz klar, steht hier im Gutachten. Und wisst ihr, wer dieses Gutachten erstellt hat? Ich selbst. Das ist nämlich das Tolle. Ein Gutachten kann jeder erstellen, den man einfach fragt. Schock, jeder darf ein Gutachten schreiben, sogar Ingo Appelt. Was aber nicht gesagt wird, so ein Gutachten ist nicht viel wert. Interessanter wäre ein Gutachten von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen. Der wird nämlich zertifiziert und braucht geeignete Berufserfahrung, praktische Berufstätigkeit und besondere Sachkenntnisse. Wäre aber nur eine störende Info beim Aufregen über die Bananenrepublik Deutschland. Ein weiterer manipulativer Trick ist, wie die Fragen gestellt werden. Wie viel Wut haben Sie eigentlich auf den Bürgermeister hier? Das nennt man eine geschlossene Frage. Dem Befragten wird die Antwort unterschwellig schon vorgebetet. Wut, da ist Wut. Sie finden doch auch, dass der Valulis immer nur nörgelt. Ja, das brechen wir jetzt hier ab. Danke. Außerdem präsentiert der Populist einfache Lösungen. Dabei geht es um den viel zitierten gesunden Menschenverstand. Das ist doch logisch. Die ganzen schlauen Akademiker kommen nicht drauf. Aber ich. We will have so much winning if I get elected that you may get bored with winning. Believe me. Bei Mario Barth deckt auf heißt es dann scheinheilig. Was kann denn bitte schön an so einem Tisch so gefährlich sein für die Natur? Ja, nichts. Aber er wurde in einem Naturschutzgebiet gebaut und das geht nicht. Ist ein bisschen komplexer und das müsste man differenzierter betrachten, wäre dann aber nicht mehr so plakativ. Richtig lustig wird es übrigens, wenn Mario Barth nicht die Texte der Redakteure runterbetet, sondern selbst aktiv wird. Und Sie hören es im Hintergrund, wahnsinnige Demonstrationen. Tausende und Abertausende von Menschen drehen völlig durch. Ich habe vorhin mal die Welt und Süddeutsche und so gelesen. Es ist ja irre, was die für Bilder, ich weiß gar nicht, wo die her haben. Das Problem, die Demos waren am Tag zuvor. Eine investigative Vollkatastrophe. Aber Leute wie FPÖ-Knalltüte HC Strache haben es geteilt. Das ist übrigens der österreichische Björn Höcke, der behauptet, Flüchtlinge nehmen Österreichern alles weg. Wie HC Strache zum Beispiel viele Buchstaben seines Vornamens. Bringt uns zu dem wichtigsten Punkt eines Populisten: Stimmungen aufgreifen und verstärken. Egal ob Trump mit seinen Mexikanern, They're rapists. oder Barth mit den Immigranten. Erst Würzburg, jetzt München, vorher Nizza. Was kommt denn als nächstes? Alles vereinfacht und verkürzt. Genau die Taktik, die man sonst nur von Internetseiten wie breitbart.com kennt. Junge Muslime sind tickende Zeitbombe oder Verhütung macht Frauen unattraktiv und verrückt. Von dieser Seite soll es übrigens schon bald einen deutschen Ableger geben. mariobreitbart.de. Sorry, ein Schenkelklopfer, der musste sein. Wir haben da übrigens noch einen. Seit Sie mir den Anschluss umgestellt haben, ist es so. Was denn? Ja, der ganze rechte Mist hier. Ja, das gehört schon so. Sie haben ja immerhin einen 50 Mbit Breitbart-Anschluss bestellt.
Welche Position würden wir wohl mit diesem Witz auf dem Mario Barth Schwachsinnometer erreichen? Am Ende der Sendung hat Mario Barth dann übrigens ganz viel Schlimmes aufgedeckt und natürlich erfolgreich bekämpft. Haben Sie gekippt? Wollen Sie nicht mehr machen? Sagen Sie, ne. Ein Mann des Volkes also. Und wenn wir jetzt einen am Anfang abwegigen, bei längerem Nachdenken aber durchaus möglichen Blick in die Zukunft anstellen. Dann 2018. Mario Barth sieht eine N24-Doku über Saddam Hussein und dessen Baath-Partei. 2019. Mario hat das Wortspiel verstanden, gründet seine eigene Partei. Beatrix von Storch vertreibt als AfD-Chefin mit ihrer schlechten Laune wirklich alle Mitglieder. Die Ex-AfDler suchen verzweifelt eine neue Partei. Mario Barth versucht den Bezahlvorgang an diesem Parkscheinautomaten zu verstehen. Mario Barth präsentiert im Berliner Olympiastadion sein Programm. Bundeskanzlerin Merkel Schulz ist müde. Wahlkampf wie einst zu Helmut Kohls Zeiten. Mario Barth wird Bundeskanzler. Danke Merkel, danke RTL. Das Traurige ist ja, er spricht schon wichtige Punkte an, macht das aber so plump und verkürzend, dass es jedem normal denkenden Menschen die Haare aufstellt. Behördenblödsinn gibt's nämlich genug, wie die Rubrik Der reale Irrsinn bei Extra 3 zeigt, deren Material übrigens auch gerne mal übernommen wird. Links der Beitrag bei Extra 3, rechts Mario Barths Version. Also auch noch ein fauler Hobbypopulist. Aber hey, wir haben was von ihm gelernt. Große Bilder sind wichtig, um das Drama zu zeigen. Deshalb hier unsere Version. Und hinter mir sehen Sie, wie viel Mist in Mario Barths Kopf ist. Ha, Populismus. Da kann man schon in Versuchung kommen. Wenn auch Sie sich das Kaiserreich in den Grenzen von 1910 wünschen, dann abonnieren Sie diesen Kanal. Und wenn nicht, dann erst recht.